Gegensätze ziehen, passen sich an. Kapitel 29 Disappear. Seine Sicht. Die Sonne ist untergegangen, die Stadt ist ruhig und die Hartpiraten haben erneut die Fässer Sake auf das sauber geschrubbte Deck getragen. Beppo trägt zusammen mit Pinguin Tische auf Deck, während Sashi sie mit seinem gekochten Essen füllt. Generell ist die Mannschaft in Feierlaune, sodass bereits in den meisten Händen ein Sake-Krug zu finden ist. »Captain, meine Schwester ist noch nicht da. Holst du sie? Ich habe keine Zeit!« brüllt der Koch zu seinem Kapitän rüber, welcher lustlos das Geschehen beobachtet und verschwindet sogleich wieder unter Deck. Fassungslos sieht er dem beschäftigten Koch nach. Er lässt seinen Blick schweifen. Das Trio ist beschäftigt und er vermutet sofort, dass die Kleine sich von niemand Fremden helfen lassen würde. Seufzend begibt auch Lore sich unter Deck. Schnellen Schrittes sauste er die Gänge entlang an seiner eigenen Tür vorbei. Alles an diesem Moment erinnerte ihn an den Moment, als er sie das letzte Mal holen wollte und sie dann durch die Tür singen hörte. Doch dieses Mal singt sie nicht. Er klopft gegen ihre Kajüte und tritt, ohne auf eine Antwort zu warten, ein. Die Kleine trägt ein quietschgelbes Shirt mit dem Symbol der Hartpiraten auf dem Rücken, durch das man ein schwarzes Top durchschimmern sieht und eine dunkle Hotpan. Sie trägt immer noch keine Socken, geschweige denn Schuhe, stellt er belustigt fest und schreitet weiter auf das Mädchen zu. »Kommst du?« Der Zwerg sieht von dem Buch auf und betrachtet den Arzt. Ihre Augen scheinen größer zu sein, wenn sie ihn von unten aus betrachtet, und erinnern Lore an einen treuen Welpen, der sehnsüchtig auf sein Herrchen gewartet hat. »Wenn sie mich ansieht.« Sein Herz schlägt mit einmal schneller und es fällt ihm schwerer, seine Nervosität zu verstecken. Die Kleine setzt sich an den Bettrand und ihre Züge verziehen sich zu einem leicht genervten Blick. »Ich wollte schon die ganze Zeit kommen. Ich kann aber nicht laufen. Weißt du, wie schwer es war, diese beschissene Hose anzuziehen?« beschwert sie sich lautstark und verschränkt die Arme vor der Brust. Der Welpe vor seinem inneren Auge hat sich gerade innerhalb weniger Sekunden in einen blutrünstigen, zweiköpfigen Höllenhund verwandelt und das Bild zerstört. »Habe ich vergessen«, gibt Lore gedanklich zu, während er sie nüchtern mustert. Er muss sich zusammenreißen, um nicht genervt oder gereizt zu gucken, und geht dann ruhig weiter auf sie zu, steckt gelassen seine Hand nach ihr aus. »Dann komm, ich trag«, beginnt er, rutscht jedoch kurz vor ihr auf einer herumliegenden Boxershorts aus und landet mit dem Gesicht voran auf dem harten Boden. Die Kleine versucht angestrengt nicht lauter als loszulachen und presst sich schnell die Hand vor den Mund. Beschämt würde er am liebsten einfach liegen bleiben, aber dann würde er zugeben, dass es ihm unangenehm ist. Das müssen die neuen Schuhe sein, murmelt er mit der Absicht, dass sie ihn versteht, und setzt sich auf. Geht's?« fragt sie ihn besorgt, plötzlich ohne eine Spur von Schadenfreude in der Stimme, und beugt sich ihm entgegen. »Ja, jetzt komm«, fordert er kühl und hebt sie kurzerhand hoch. Als ihr Kopf gegen seinen Brustkorb fällt, spürt er sein Herz deutlicher denn je gegen seine Brust hämmern und hofft inständig, dass sie es nicht ebenfalls tut. Ohne ein Wort trägt er sie die Flure entlang bis auf Deck. Auch das Mädchen bleibt still und traut sich erst wieder, sich zu bewegen, als der Arzt genervt die Tür zum Deck auftritt. »Sashi, sie kann nicht laufen«, ruft er dem Koch vorwurfsvoll entgegen. Sashi schlägt sich stöhnend vor die Stirn. »Oh Mann, stimmt, tut mir leid, Emoto.« Schnell kommt er auf die beiden zu und bietet mit Gesten an, sie abzunehmen und selbst zu tragen. »Geht schon, bis zu dem Stuhl schaffe ich's noch«, entgegnet der Arzt barsch und schreitet an seinem Koch vorbei. Vorsichtig lässt er sie auf einen Stuhl gleiten. Kurz darauf kommt Beppo angestürmt und flüstert ihr etwas ins Ohr. Sie reckt sich dem Bären hellhörig entgegen und lauscht seinen Worten. »Was? Wo ist er? Bei euch war das eine Ausnahme«, kreist sie fassungslos und versucht eilig aufzustehen, als Beppo geendet hat. Der Bär hat sichtlich Respekt vor ihr, wenn sie wütend ist, und bringt auch sogleich einen großen Sicherheitsabstand zwischen sie. Lore hält sie mit einer Hand grob auf dem Stuhl und starrt sie warnend an. »Alleine darf sie nirgendwo hinstampfen.« »Mist! Pinguin!« brüllt sie übers gesamte Deck mit einer Lautstärke, die man ihr nicht zugetraut hätte. Der Angesprochene zuckt merklich zusammen und ist binnen Sekunden in der Menge verschwunden. »Wenn ich den erwische«, droht sie gereizt, mehr zu sich selbst. »Ich brauche Alkohol«, beschließt sie und lehnt sich entnervt zurück. Lore stellt belustigt einen Krug auf den Tisch und beginnt ihn zu füllen. Kurz darauf will er ihr den Krug reichen, jedoch rutscht dieser aus seiner Hand und die Jüngere kann ihn nur knapp auffangen. Den Vorfall ignoriert sie einfach, stößt mit ihm an und klopft 3-mal. »Kampai!« Nach dem 3. Krug hat sie sich augenscheinlich wieder beruhigt und unterhält sich etwas mit Lore. »Ich hätte vielleicht einen Namen für dich«, beginnt dieser ruhig, als eine kurze Stille entsteht.
Unterbewusst möchte er nicht, dass ihr Gespräch endet, doch bewusst schiebt er es auf den Alkohol. Hellhörig sieht sie zu ihm auf. Sakura, Kirschblüte. Mit funkelnden Augen sieht sie ihn an. Der wäre toll! Strahlt sie über beide Ohren, während sie den hustenden Arzt ignoriert, der angestrengt versucht, die klare Flüssigkeit aus der Luftröhre zu bekommen. Ihr Anblick, wie sie ihn strahlend entgegenblickt und begeistert lacht, ist einfach zu viel für ihn. Auch noch bei dem 5. Krug sitzen sie zusammen. Aha, und wie war er so? Er hatte einen großen Bruder und war genauso tollpatschig wie groß, antwortet der Ehe mit einem traurigen Lächeln. Und wie groß war er? 2,90 ungefähr, grinst der Kapitän, während er an ihre Größe denkt und genehmigt sich erneut einen Schluck. Was? Oh, wie cool. Ich hätte ihn gerne kennengelernt. Wie kann man so groß werden? Schwärmt sie vor sich hin und stellt sich dabei Laws alten Freund bildlich vor. Hier. Sie schenkt Trafalgar und sich nach und hebt erneut ihr Glas. Auf deinen alten Freund. Auf deine Familie und Joe. Sie stoßen an, und als Lord trinkt, verschluckt er sich zum wiederholten Mal und beginnt zu husten. Sofort klopft die Kleine ihm sanft auf den Rücken und mustert ihn besorgt. Geht wieder, meint er abwertend und hebt die Hand. Captain, in letzter Zeit bist du wie eine lebende Stolperfalle. Da hat sie nicht ganz unrecht. Immer wenn ich mit ihr alleine bin, werde ich zu Corazon, stellt er geschockt fest und stellt geistesabwesend seinen Krug zur Seite. Die Liebe tat ihm und seiner körperlichen Verfassung ganz und gar nicht gut. Erdesicht. Verträumt betrachte ich den Halbgott vor mir und genieße jede Sekunde, in der er nett zu mir ist. Total süß, wie sein Freund. Ich spüre, wie meine Mundwinkel langsam runterwandern, als meine Gedanken langsam weiterspinnen. Sein Freund? Er ist groß und hat einen älteren Bruder. Er ist gestorben. Warte. Atemlos starre ich in die Leere, bis Law auf sich aufmerksam macht. Wie alt war dein Freund, als er starb? Frage ich, noch immer abwesend nach. 26, wieso? Was ist los? Ohne auf seine Worte zu hören, stehe ich auf und gehe trotz Schmerzen in meinem Oberschenkel durch die feiernde Menge. Ich hole mir etwas zu essen, rufe ich ihm strahlend zurück, bevor ich mich erneut abwende und ich regelrecht spüre, wie sich meine Mimik verdunkelt. Schnellen Schrittes gehe ich in die Krankenstation und sehe in meine Akte nach, was er mir letztens gegen die Schmerzen gespritzt hat. Schnell habe ich das Mittelchen und eine Spritze gefunden und eingepackt. Im Gehen spritze ich mir etwas von der seltsam gefärbten Flüssigkeit, bevor ich es wieder in meinen Taschen verstaue. Ich renne in mein Zimmer, ziehe einen Pulli und eine Jacke über das Shirt und tausche die Hotpan durch eine Leggings und eine Jogginghose aus. Schnell schreibe ich 4 Zettel. Ich greife ohne hinzusehen in mein Fach für Bandana und Mützen, ergreife mein neues Katana und sprinte wieder an Deck, während ich die Zettel an die richtigen Türen klebe. Ich muss weg. Ich habe keine Zeit, mich vernünftig zu verabschieden, aber ich muss weg. Dieser Mann war mit ihm befreundet. Ich schleiche mich zum Bug, wo niemand mehr ist, und stopfe mir nebenbei Essen in die Jackentasche. Er ist befreundet mit Don Quixote de Flamingo. Ich muss gehen, bei so jemandem will ich nicht leben. Ich stelle ein Bein auf die Reling ab, zögere jedoch einen Moment. Wie soll ich alleine überleben? Ich muss zu meinem alten Ich werden, aber möchte ich das? Ich schüttle meinen Kopf, als mir Flamingos Lachen durch die Gedanken rauscht. Dieses breite, schadenfreudige Lachen, seine manipulativen Worte. Ich möchte nicht an ihn denken und schüttle meinen Kopf. Wütend springe ich über die Reling auf die Insel. Sie legen morgen ab. Wenn Sie bis dahin nicht bemerkt haben, dass ich fehle, gut. Diese Insel hat 2 Hafen, einen im Westen und einen im Osten. Wir haben im Osten geankert. Mal sehen, wie viele Schiffe im Westen ankern. Ich möchte darüber nachdenken, ob ich nicht einen furchtbaren Fehler begehe, wenn ich gehe, ohne vorher mit Trafalgar darüber gesprochen zu haben. Doch das Schicksal lässt mir keine Zeit dafür. Plötzlich höre ich Schritte schnell auf mich zukommen, weswegen ich blaue Blitze über meinen Körper jage. Lange nicht gesehen. Die Stimme kommt mir schrecklich bekannt vor. Das ist einer der 5 Marinesoldaten. Ich will keinen Kampf, sondern dir ein Angebot machen, entspannte sogleich die elektrisierende Stimmung zwischen uns. Mit hochgezogener Augenbraue musterte ich ihn. Er trägt scheinbar keine Waffen bei sich. Dann begleite mich, ich hab's eilig. Schnell hat der Soldat zu mir aufgeschlossen und beginnt mit seinem Vortrag. Ich unterstehe Vizeadmiral Garb und ihm habe ich Bericht erstattet. Er möchte dich trainieren und ich bin Piratin. Unterbreche ich ihn kühl, ohne meinen Blick von meinem Ziel zu nehmen.
Das weiß er. Du bist Neuling und noch nicht negativ aufgefallen. Er würde über den kleinen Zwischenfall von heute hinwegsehen, wenn du dich der Marine anschließt, erklärt er mir. Ich muss hier schnell weg und ich muss stärker werden, aber... Danke, aber nein, danke. Ich will Piratin bleiben. Der Soldat bleibt stehen. Er will dich kennenlernen und mein Kommandant hat mir den Befehl gegeben, alles zu tun, damit du der Marine beitrittst. Ich bleibe ebenfalls stehen und sehe mit fragendem Blick über die Schulter. Was soll das heißen? Du kommst mit oder das Schiff der Hartpiraten wird in die Luft gesprengt, meint er schulterzuckend. Meine Miene verfinstert sich. Was für ein wunderbarer Scheißtag, blöfft er. Eine Wutader taucht in meinem Gesicht auf. Warum war er denn davor so förmlich, wenn ich keine Wahl habe? Wie komme ich zu Garp? Frage ich ihn gereizt, während ich einen kurzen Blick zurück zum U-Boot werfe. Nun kann ich es mir nicht anders überlegen. Er beginnt noch breiter zu grinsen. Im Westen liegt ein Schiff, das sich mit Garp auf offener See treffen soll. Verstehe. Dann komm, antworte ich versucht ruhig und nehme erneut meinen Weg auf. Nach einer Weile ergreift er erneut das Wort. Dafür, dass wir dir öfters ein Schwert ins Bein gerammt haben, gehst du ziemlich schmerzfrei. Hör mal, nur weil ich mitkomme, heißt das nicht, dass ich mich mit dir anfreunden will. Blaffe ich ihn genervt an und beschleunige meinen Schritt. Wie heißt du eigentlich? Genervt schnaube ich, bevor ich mich mit aggressiver Atmung erneut zur Ruhe zwinge. Sag Sarana, antworte ich ihm überlegt und so monoton wie möglich. Ziemlich unpassend für eine Frau, die keinen Schmerz empfindet, lachte ironisch. Mir ist nicht auf die Schnelle eingefallen. Außerdem passt er. Ich will den Namen von Trafalgar nicht mehr. Denke ich gereizt und nehme mir an der Kühle meines ehemaligen Kapitäns ein Beispiel. Die Marine. 13 Jahre lang haben sie mich nicht da rausgeholt, obwohl Aiko und Cho ihnen alles erzählt haben. Und das nur, weil ich die Gefangene von Doflamingo war und zufällig nicht von einem kleineren Piraten. Ich hasse ihn und die Marine. Wir sind am Schiff angekommen und gehen nun die Planken zum Deck hoch. Ich verstehe selbst nicht, wieso ich gegangen bin oder wieso mein erster Instinkt es ist, die Flucht zu ergreifen und Hals über Kopf zu flüchten, aber vielleicht ist es genau das, was ich brauche, um mir darüber klar zu werden, was ich wirklich möchte. Der Typ geht einfach, ohne mir das Schiff zu zeigen oder überhaupt etwas zu sagen. Fassungslos verschränke ich die Arme vor der Brust und sehe dem Marinesoldaten nach, der vermutlich Bericht erstattet. Ruhig mustere ich das Schiff und entdecke einen kleinen Jungen mit rosa Haaren, der dabei ist, das Deck zu stubben. Rosa Haare! Schnell gehe ich auf ihn zu und setze mich wortlos im Schneidersitz vor ihn. Erschrocken fährt er hoch und mustert mich. Er trägt eine runde, blaue und überaus hässliche Brille. Sind die nicht schon längst out? Wieso arbeitest du hier, Kleiner? Hä? Ich bin Matrose auf dem Weg zu Vizeadmiral Garp. Er wird mich und den Airport trainieren, aber sag mal, ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich musterte den Kleinen, wie er mich misstrauisch ebenfalls betrachtet. Der redet ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Ich deute mit dem Daumen wortlos auf meinen Rücken. Interessiert geht er um mich herum und schreit dann plötzlich lautstark auf. Du bist Piratin? Flüstert er aufgeregt und sieht sich panisch um, ob uns jemand bemerkt hat. Ich nicke nur still. Plötzlich nimmt er meine Hand und zieht mich in eine Kammer. Er überprüft immer wieder, ob jemand kommt, während ich das mitgenommene Essen aus der Tasche hole. Also, ich bin Corby, stellt er sich vor. Sarana, meine ich schlicht und beiße in einen Apfel. Endlich löst er seinen Blick von der Außenwelt, schließt leise die Tür und setzt sich mir gegenüber. Er zögert bei meinem Anblick einen Moment, als würde ihm etwas einfallen, sammelt sich jedoch schnell wieder. Wieso bist du hier? Du dürftest nicht hier sein. Wir haben schon abgelegt. Du kommst hier nicht mehr weg, erklärt er mir aufgeregt den Sachverhalt. Ich nicke nur immer wieder, bis ich endlich selbst zu Wort komme. Ich werde mit Garp reden, meine ich genervt und halte dem Kleinen ein Stück Kuchen vor die Nase. Verwundert darüber, was ich alles in meinen Taschen habe, nimmt er es nur zögerlich an. Du kannst doch nicht einfach mit Garp reden, behauptet er aufgebracht, während ich ihn kauend musterte. Doch, er soll mich ja trainieren, widerspreche ich ihm verwirrt, bevor ihm der Kiefer auf den Boden klappt. Du hast sie doch nicht mehr alle, keift er mich aufgewühlt an. Sag mal, Corby, der Marinesoldat hat mir nicht gesagt, wo kann ich schlafen und vor allem, wo ist die Küche und das Krankenzimmer? Ignoriere ich seinen Kommentar. Er starrt mich fassungslos an, bevor er entnervt beginnt, seinen Kuchen zu essen.
Zeige ich dir, wenn's dunkel ist. Ich dachte nicht, dass es mehr von dem gibt. Nuschelt der Rosahaarige undeutlich und verschlingt das letzte Stück des Kuchens. Warte hier, meint er plötzlich, steht auf und rennt aus dem Raum. Naja, wenn er weiß, wie es hier läuft, höre ich wohl besser auf ihn. Überlege ich und lehne mich etwas zurück, verschränke die Hände hinter meinem Kopf. Ich wühle in meiner Jackentasche nach meinem Bandana. Jedoch habe ich anscheinend versehentlich diese seltsame Mütze mitgenommen. Aber genau so eine hatte er mir damals geschenkt. Auch wenn ich ihn nicht leiden kann, damals mochte ich ihn und habe die Mütze immer getragen. Ich betrachte noch etwas meine Mütze und unterdrücke sowohl die aufkommenden Tränen als auch die aufkeimende Wut. Bei genauerem Hinsehen sieht sie ihr ähnlich, aber sie sieht nicht genauso aus. Naja, die Originale hatte ich bei ihm gelassen und danach hatte ich nie wieder eine Chance, sie wiederzubekommen. Plötzlich geht die Tür auf und Corby kommt mit einem blonden Jungen rein. Stirnrunzelnd mustere ich den Unbekannten. Ich hasse blond. Das ist Helmeppo, stellt ihn Corby vor, doch ich drehe mich desinteressiert um und durchforste einige der Kisten. Corby, sie ist ja wirklich Piratin! Höre ich ihn aufgebracht flüstern. Ich finde nichts Interessantes, weswegen ich aufstehe und rausgehen möchte. Doch die beiden Nervensägen klammern sich an mich, pressen sich gegen mich und umfassen mit aller Kraft meine Beine und Hüfte. Meine Wunde schmerzt, weswegen mich nichts als Wut durchfährt. Geh nicht, du wirst sterben! Ja, Corby hat recht, eine Frau gegen 100 Männer? Eine Wutader taucht in meinem Gesicht auf. Was heißt hier eine Frau? Finster sehe ich den Blonden an, bevor die beiden Jungen ängstlich zurückweichen. Meine Augen werden blau und dunkle Blitze zucken über meinen Körper, während ich trotz meiner Wut ein Lächeln aufsetze, welches mehr an eine Grimasse erinnert. Jammernd und sich aneinander haltend sehen sie mich an. Verstehen kann ich's. Dunkle Blitze plus tödlicher Blick. Ich hätte auch Angst, würde ich mir gegenüberstehen. Wenn ich wollte, könnte ich alles und jeden hier zu Asche brutzeln, meine ich bedrohlich und deaktiviere mit ein wenig Konzentration meine Kräfte. Entschuldigung! Schniefen sie laut und verbeugen sich einige Male. Schon gut, zeigt mir mein Zimmer, meine ich leichtgültig und winke ab. Ei!